Ich bin quasi im Hotel groß geworden, weil meine Eltern damals eine kleine Ferienwohnung in einem Hotel gekauft haben und ich dadurch das große Vergnügen hatte, immer im Hotel zu sein, eigentlich jeden Tag. Alle Ferien, jedes Wochenende sind wir da hingefahren und deswegen habe ich mich immer schon für Hotel begeistert. Wenn ich als Kind Fußball gespielt habe, gab es Tage, da waren wir 8 Stunden auf dem Bolzplatz und da ist Leidenschaft dabei. Also das eine Hingabe zu diesem Sport muss halt irgendwie da sein. War immer neugierig, was passiert eigentlich hinter den Kulissen oder was machen die Leute eigentlich gerade. Und es sah immer alles nach wahnsinnig viel Spaß aus, weil die Leute einfach immer wieder begeistert haben. Und das hat mir Lust auf mehr gemacht und bin daraufhin mit 17 Jahren ausgezogen von zu Hause und bin 250 Kilometer weit entfernt weggezogen und habe angefangen, meine Ausbildung als Hotelfachmann zu machen. Gab es halt das Offiziersheim-Casino, das war halt außerhalb von einer Kaserne, das war halt wie ein Hotel für die Oberen der Bundeswehr, für den General, der halt die 4 Kasernen in Aachen geleitet hat. Und ich dachte mir, das machst du mal. Und ja, so bin ich, da hat es mich dann halt so ein bisschen gepackt. Ich bin immer ein fröhlicher Mensch und das ist das Wichtigste, was in diesem Job dazugehört. Nicht nur dein Wissen als Concierge, sondern vor allem, dass du ein fröhlicher und glücklicher Mensch bist. Keine Person der Welt wird dir irgendwas übernehmen, wenn du eine fröhliche Person bist und der du wirklich zeigst, wenn du mal einen Fehler gemacht hast, dass es dir wirklich leid tut. Und solange du gut gelaunt bist und ein fröhlicher Mensch bist und das mit Passion und Leidenschaft machst, dann kann dir nichts passieren. Auch wenn wir Veranstaltungen hatten mit 200 Leuten und alles ist schön eingedeckt, der große Saal war komplett in weiß eingedeckt. Leute dann willkommen zu heißen, dieses Gastgeber zu sein, ist da halt irgendwie so aufgekommen, dass das halt einfach Spaß macht. Wenn dann natürlich noch ein schönes Feedback kommt vom Gast selber, macht es einen natürlich halt auch irgendwie stolz und irgendwo merkt man ja dann auch, das, was du machst, scheint irgendwie ja gut zu sein. Mein Beruf ist mein Hobby, ist Beruf, Beruf ist Hobby. Also ich bin der Meinung, halt bei allem, was man halt macht, sollte irgendwo die Leidenschaft dabei sein.